willkommen zu diesem Video. Hier spanne ich jetzt den Keilrahmen mit den Holzkeilen. Das Papierchen lege ich drunter, damit die Leinwand beim Hämmern nicht beschädigt wird. Ab und zu treffe ich mal meinen Finger, aber ja, bin ich schon gewöhnt. Leider. Wenn dann alle Keile drin sind, prüfe ich nochmal durch Druck auf die Ecken, ob der Keilrahmen auch wirklich gerade liegt. Und dann wird die komplette Rückseite benetzt. Mit Wasser, auch hinter den Leisten und in den Ecken. Trocknet dann circa 2 Tage. Und dann kann man diesen Schritt ausführen, eben das Abkleben. Immer funktioniert es nicht ganz gut, manchmal läuft trotzdem etwas Farbe drunter, aber man hat nicht diese ganz dicken Bullen hängen. Pins dran und die Leinwand wäre startklar. Das, was wir jetzt sehen, ist die Vorbereitung, um die Bilder dann abschließend zu lackieren mit dem Klarlack. Und zwar brauchen wir da einmal eine komplett fettfreie Oberfläche. Die Pouring-Medien an sich sind fast fettfrei. Manche enthalten wohl ein bisschen Öl, die geben es aber nicht so gerne an. In manchen Bildern habe ich aber auch Silikonöl verwendet, so wie bei diesem jetzt. Das heißt, hier muss ich besonders gut reinigen. Ich verwende dafür einen Silikonentferner, der die Acrylfarben nicht angreift und die Oberfläche, der stinkt bestialisch. Ich habe das Fenster auch offen. Aber der macht es wirklich sehr gut und dann haben wir, der verdunstet auch sofort und dann haben wir wirklich eine fettfreie, saubere Oberfläche für den Lack. Ich habe mich für das Walzen entschieden mit dem Lack auftragen, weil die Pinselstriche doch noch stärker zu sehen sind. Die Walzen machen eine sehr feine Struktur. Ich zeige es euch jetzt mal nur ganz im Schnelldurchlauf, weil ich denke, das kann sich jeder vorstellen. Es geht in beide Richtungen, aus dem Kreuzgang. Und natürlich die Kanten nicht vergessen. Das mache ich dann mit jedem Bild immer mit Trocknungsphase dazwischen von circa einem Tag oder einem halben Tag, so 2 bis 3 Mal, dass sie wirklich gut versiegelt sind. Und weil ihr so tapfer durchgehalten habt durch diese ganze Vorarbeitsphase, bekommt ihr heute mal noch etwas ganz Neues. Und zwar arbeite ich hier mit Acryltinte und Isopropanol Alkohol und diesen wunderschönen Stäbchen. Und was man damit anstellen kann, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, mit der Tinte und dem zugesetzten Isopropanol-Alkohol habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Habe erst einige kleine Bilder damit gemacht. Ich bin noch am Schauen nach der Rezeptur, dass ich das ein bisschen hinbekomme, dass es gleichmäßiger wird. Und man muss auch immer wieder Alkohol nachgeben, habe ich festgestellt, sonst entstehen diese Fraktalblumen nicht mehr. Ja, ich teste weiter und freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Liebe Grüße, eure Nadine.